Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für türkische Pide. Das sind kleine Teigschiffchen gefüllt mit Hackfleisch. Als erstes bereiten wir dafür den Teig zu und bröseln einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß, einen Teelöffel Zucker sowie 200 Milliliter lauwarmes Wasser dazugeben und dann mit einem kleinen Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes 500 Gramm Mehl, die Hefe-Wasser-Mischung, 50 Milliliter Öl, einen gehäuften Esslöffel Joghurt und einen Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben. Anschließend alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder den Händen für etwa 4 bis 5 Minuten verkneten, bis sich der Teig komplett von der Schüsselwand gelöst hat. Dann eine Kugel aus dem Teig formen, wieder zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Während der Teig ruht, kümmern wir uns um die Füllung. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem eine Tomate in feine Würfel schneiden, 2 rote Spitzpaprika entkernen und ebenfalls fein würfeln und zum Schluss noch ein halbes Bund Petersilie fein hacken. Alle fein gehackten Zutaten in eine große Schüssel geben, von der Petersilie etwas zum Garnieren zur Seite stellen und jetzt 500 Gramm Rinderhack dazugeben. Außerdem 2 Esslöffel Eiweiß, 1 bis 2 Knoblauchzehen dazu pressen, dann noch ein paar Thymianblättchen einfach gegen die Wuchsrichtung vom Stiel zupfen und zum Schluss noch mit je einem halben Teelöffel Sumak und Kumin sowie einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Alle Zutaten jetzt mit den Händen vermengen, bis sich alles schön verteilt hat und dann erstmal kurz zur Seite stellen. Der Teig sollte nach 30 Minuten sein Volumen deutlich vergrößert haben. Dann die Arbeitsplatte leicht einmehlen, den Teig auf die bemehlte Fläche geben, mit den Händen nochmal kurz durchkneten für etwa 1 bis 2 Minuten. Eine Kugel aus dem Teig formen und anschließend mit einem Messer in 8 etwa gleich große Stücke schneiden. Alle Teigstücke danach zu kleinen Bällchen formen. Und wenn ihr das erledigt habt, die Arbeitsplatte erneut leicht einmehlen und die Bällchen nacheinander zu länglichen Teigfladen ausrollen. Dafür zunächst mit den Händen etwas flach drücken und dann mit dem Nudelholz weitermachen und den Teig in eine Richtung dünn und flach ausrollen. Bis ihr so längliche, ovale Teigfladen erhaltet. Die Teigfladen danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, jeweils 2 Teigfladen nebeneinander, dann eine Hand der Hackfleischfüllung gleichmäßig darauf verteilen, hier darauf achten, am Rand etwa 1 bis 2 cm frei zu lassen und im Anschluss die Ränder links und rechts über die Füllung schlagen
an den Enden etwas zusammendrücken, sodass wir kleine gefüllte Teigschiffchen erhalten. Zum Schluss noch ein Ei in einer Tasse verquirlen und die Ränder der Teigschiffchen jetzt mit dem verquirlten Ei einstreichen. Noch etwas Schwarzkümmel bzw. schwarze Sesamsamen auf dem Rand verteilen und die Pide-Schiffchen anschließend für 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen geben. Die fertigen Pide-Schiffchen aus dem Ofen holen. Jetzt noch mit der zur Seite gestellten Petersilie garnieren und danach servieren. Die Pide schmecken sowohl kalt als auch warm und als Beilage eignet sich hier ein Hirtensalat und eventuell ein Joghurt-Dip oder Tzatziki. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.